Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist heute allgegenwärtig. Sie begegnet uns in unseren Smartphones, in Navigationssystemen und in vielen Online-Diensten. Doch wie genau lernt eine solche KI eigentlich? Wie kann eine Maschine Bilder erkennen, Texte verfassen oder sogar Stimmen imitieren? Die Antwort auf diese faszinierende Frage liegt im Kern der modernen KI-Technologie. Es sind die sogenannten neuronalen Netze, die dies ermöglichen. Diese neuronalen Netze sind das Herzstück des Lernprozesses einer KI. Sie sind nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns konzipiert. Sie ahmen dessen grundlegende Struktur und Funktionsweise nach, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine KI nicht wie ein Mensch funktioniert. Sie hat keine Gefühle, kein Bewusstsein und kein echtes Verständnis im menschlichen Sinne. Ihre Fähigkeiten basieren auf mathematischen Modellen. Die Kernstruktur, die all dies ermöglicht, ist ein neuronales Netz. Man kann es sich als ein komplexes Geflecht aus vielen miteinander verbundenen Elementen vorstellen. Diese Elemente sind die sogenannten Knotenpunkte. Jeder dieser Knotenpunkte ist vergleichbar mit einer Nervenzelle, einem Neuron in unserem Gehirn. Sie sind miteinander verbunden und können Informationen weiterleiten. Diese Verbindungen sind entscheidend für die Funktionsweise des gesamten Systems. Ein Knotenpunkt empfängt Signale von anderen Knotenpunkten. Basierend auf diesen Signalen und internen Regeln entscheidet er, ob er selbst ein Signal weiterleitet. Diese Entscheidungen geschehen in Bruchteilen von Sekunden. Durch das Zusammenspiel dieser unzähligen Knotenpunkte und ihrer Entscheidungen entsteht ein komplexer Verarbeitungsprozess. Man könnte es als eine Art Denkprozess der Maschine bezeichnen, auch wenn es kein Denken im menschlichen Sinne ist. Dieser Prozess basiert ausschließlich auf Zahlen, Wahrscheinlichkeiten und dem Erkennen von Mustern. Es ist eine rein mathematische Operation, die zu erstaunlichen Ergebnissen führen kann. Die Methode, mit der eine KI lernt, ist primär das Lernen durch Beispiele. Sie wird mit einer riesigen Menge an Daten gefüttert und lernt daraus, Muster zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Nehmen wir als anschauliches Beispiel das Erkennen einer Katze auf einem Bild. Eine KI wird nicht einfach programmiert, um eine Katze zu erkennen. Stattdessen lernt sie es durch Training. Dazu werden der KI Tausende, manchmal sogar Millionen von Bildern präsentiert. Ein Teil dieser Bilder zeigt Katzen, ein anderer Teil zeigt keine Katzen. Jedes Bild ist dabei korrekt beschriftet. Im Anfangsstadium des Trainings rät die KI einfach. Sie sieht ein Bild und versucht zu erraten, ist hier eine Katze zu sehen oder nicht. Ihre ersten Vermutungen sind oft falsch. Doch genau hier setzt der Lernmechanismus ein. Wenn die KI einen Fehler macht, wird sie korrigiert. Ihr wird mitgeteilt, ob ihre Vermutung richtig oder falsch war. Dieser Prozess des Ratens, des Fehlermachens und der Korrektur wird unzählige Male wiederholt. Es sind Hunderttausende, manchmal sogar Millionen von Wiederholungen, die notwendig sind. Man kann das Lernen einer KI daher als einen iterativen Prozess definieren. Versuch, Fehler, Korrektur und Wiederholung. Mit jeder Wiederholung wird die KI ein kleines Stück besser. Hinter diesem scheinbar einfachen Prozess des Lernens durch Beispiele verbergen sich umfangreiche mathematische Berechnungen. Diese Berechnungen sind das Fundament der neuronalen Netze. Ein zentraler Aspekt dieser Berechnungen ist die Anpassung von sogenannten Gewichten. Jede Verbindung zwischen zwei Knotenpunkten in einem neuronalen Netz hat ein solches Gewicht. Ein Gewicht ist im Grunde eine Zahl, die die Stärke oder Bedeutung eines Signals bestimmt. Es beeinflusst, wie stark ein Signal von einem Knotenpunkt zum nächsten weitergegeben wird. Wenn die KI einen Fehler macht, werden diese Gewichte im Netzwerk leicht verändert. Diese Anpassung erfolgt nach komplexen mathematischen Regeln, um die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Fehler zu reduzieren. Durch diese kontinuierliche Anpassung der Gewichte lernt das Netzwerk. Es lernt beispielsweise, welche Merkmale typisch für eine Katze sind und welche nicht. Das Lernen einer KI geschieht also nicht durch logisches Denken im menschlichen Sinne. Es ist kein Schlussfolgern oder Verstehen von Ursache und Wirkung. Stattdessen basiert es auf der reinen Wiederholung und dem Erkennen statistischer Muster in den Daten. Die KI findet Korrelationen, die für uns Menschen oft nicht offensichtlich sind. Die Fähigkeiten moderner KI-Systeme sind beeindruckend und vielfältig. Sie reichen von der präzisen Bilderkennung bis zur flüssigen Sprachübersetzung.
KI kann Texte in verschiedenen Stilen verfassen, Musik komponieren oder sogar bei der Diagnose von Krankheiten helfen. Ihre Anwendungsbereiche erweitern sich ständig. Doch es gibt eine fundamentale Einschränkung. Eine KI versteht die Bedeutung dessen, was sie tut, nicht wirklich. Sie erkennt lediglich Muster und Korrelationen in den Daten. Sie kann einen Text generieren, der grammatikalisch korrekt und inhaltlich stimmig erscheint. Aber sie versteht den Inhalt nicht im menschlichen Sinne. Die Qualität der Antworten und Ergebnisse einer KI ist zudem direkt abhängig von den Daten, mit denen sie trainiert wurde. Man sagt Garbage in, Garbage out. Diese Abhängigkeit von den Trainingsdaten birgt auch Risiken. Wird eine KI mit voreingenommenen oder unvollständigen Daten trainiert, kann sie selbst voreingenommene Ansichten entwickeln. Dies kann zu unfairen oder diskriminierenden Entscheidungen führen, beispielsweise bei der Kreditvergabe oder der Personalauswahl. Die KI spiegelt dann die Vorurteile in den Daten wider. Deshalb sind gute, repräsentative Daten für das Training von KI-Systemen unerlässlich. Eine sorgfältige Auswahl und Aufbereitung der Daten ist von größter Bedeutung. Zusätzlich sind eine starke Kontrolle der KI-Systeme und klare ethische Regeln notwendig. Wir müssen sicherstellen, dass KI zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KI auf eine Weise lernt, die der eines Kindes ähnelt. Sie lernt durch Beispiele, durch Wiederholung und durch das Korrigieren von Fehlern. Die Stärke der KI ist enorm, aber sie ist immer von den Daten abhängig, die ihr zur Verfügung gestellt werden. Ohne hochwertige Daten kann sie ihr Potenzial nicht entfalten. Eine KI denkt nicht wie ein Mensch. Sie hat kein Bewusstsein und kein echtes Verständnis. Aber sie ist in der Lage, Muster zu erkennen, die für das menschliche Auge oft verborgen bleiben. Dieses Mustererkennungsvermögen macht sie zu einem mächtigen Werkzeug, das unser Leben in vielen Bereichen verändern kann. Es liegt in unserer Verantwortung, dieses Werkzeug weise einzusetzen. Wenn du die Welt der KI wirklich verstehen willst, dann abonniere Next Level KI für einfache Erklärungen, starke Themen und spannende Zukunftsfragen.